Hallo Mädels und Jungs und willkommen zu einem neuen Video von Eddie. Ja, ich wurde in letzter Zeit ein paar Mal gefragt, warum ich mir eine automatische Kettenschmieranlage gebaut habe. Ja, das habe ich eigentlich im Video schon beantwortet. Es ist eigentlich aus dem Grund, weil ich die dauernde Schmiererei, wenn ich eine längere Tour mache, einfach sehr nervend finde. Und ich muss immer einen Kettenspray mitnehmen. Und deswegen habe ich mich eben entschieden, eine automatische Kettenschmieranlage zu bauen. Außerdem war es bei mir auch ein Winterprojekt, mit dem ich sozusagen meine Zeit, in der ich nicht Motorrad fahren konnte, überbrückt habe. Und ja, es war auch noch für mich eine Aufgabe, eine Kettenschmierung sehr günstig zu bauen. Also es war von mir selbst gestellt, die Aufgabe, eine Kettenschmierung unter 50 Euro zu bauen. Nun, die habe ich auch erfolgreich gemacht. Und ja, ich möchte euch jetzt natürlich ein Beispiel zeigen, wie man es nicht machen sollte, die Kette zu schmieren, denn das kann sehr ins Auge gehen. Hier wird noch die Kette geschmiert und hier versucht er mit einem Tuch das überschüssige Fett abzustreifen und kommt dabei mit dem Daumen in die Kette hinein und reißt sich dabei die Kuppe vom Daumen weg. Die steckt in der Kette drinnen. Ja, das sind einfach Dinge, die dürfte man nie machen, also niemals bei laufendem Motor die Kette schmieren, Leute, das ist ein absoluter Fehl, das darf man nicht machen, das ist der größte Fehler, den man tun kann. Wenn ihr keinen Hauptständer habt, dann äh, schmiert sie, indem ihr das Motorrad, wenn ihr das könnt, schiebt und die Kette dabei schmiert. Oder ihr stellt sie auf den Seitenständer und legt diese Rollen unter das Hinterrad, dass ihr das Rad weiterdrehen könnt. Ansonsten schmiert einen Teil der Kette, schiebt das Motorrad weiter, schmiert wieder einen Teil der Kette. So wird es richtig gemacht. Und dann könnt ihr es auch wieder abwischen und wieder natürlich immer wieder ein Stück verschieben, damit wieder ein anderer Teil der Kette. Ja, sorry, das war Balu. Ja, damit ihr einen anderen Teil der Kette schmieren könnt. Natürlich äh, fällt das Ganze, ist das hinfällig, wenn ihr einen Hauptständer habt. Und natürlich noch mehr hinfällig ist es, wenn ihr euch eine Kettenschmierung besorgt, kauft oder selber baut. Denn dann habt ihr dieses Problem nicht mehr. Ihr habt natürlich den Einbau und ihr habt auch die Thematik, dass ihr ein- bis zweimal im Jahr oder vielleicht dreimal, wenn ihr viel fahrt, den Behälter auffüllen müsst. Aber sonst habt ihr eigentlich nichts zu tun, außer von Zeit zu Zeit nachschauen, ob auch noch die Kettenschmierung, der Schlauch, der zur Kette hinuntergeht, richtig eingestellt ist. Ansonsten kaum etwas zu machen, und wenn ihr auch das richtige Öl verwendet, so wie ich jetzt, dann braucht ihr auch die Anlage kaum zu reinigen etc. Das Einzige, was ihr noch ab und zu machen müsst, ist, es gibt dann Leitungsreiniger für so Kettensägen normal. Die sind wirklich toll. Das ist ein Kettenöl, das aber auch gleichzeitig das Ganze reinigt und schaut, dass keine Paraffinreste vom Öl oder sonst irgendetwas in der Leitung sich festsetzen. Und wenn ihr das von Zeit zu Zeit hineingebt, wird die Kette auch geschmiert und auch die Leitung gereinigt. Das ist eine klasse Sache, kostet zwar ein bisschen mehr als ein Kettenöl,
aber das leert man einmal im Jahr, wenn überhaupt, hinein oder alle 2 Jahre und damit ist alles erledigt. Ja, also begeht nicht solche Fehler, sondern passt auf eure Hände auf. Ihr braucht sie zum Bremsen, zum Kuppeln, Gas geben und zur Bedienung der Elemente, also der Schalter. Und es ist auch sehr schmerzvoll, diese Erfahrung zu machen. Also niemals bei laufendem Motor mit eingelegtem Gang die Kette schmieren. Tut euch das nicht an und eurem Körper und passt auf euch auf. Ja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur mehr eines zu sagen. Wie immer, oben bleiben und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. See you!